Hallo und herzlich willkommen. Ich bin momentan auf einer Italienradreise, habe Sizilien schon umrundet und bin gestern von Messina nach Kalabrien übergesetzt und fahre jetzt weiter Richtung Neapel. Mein Name ist Alexander und wenn du wissen willst, was ich heute alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 13. April 2023. Es ist sonnig und schon recht warm. Ich habe hier in Bagnara Calabra übernachtet. Ich muss jetzt ein Stück zurückfahren, um auf die Hauptstraße zu kommen, damit ich besser über den Berg komme, der mir jetzt bevorsteht. Damit ich das besser schaffe, trinke ich erstmal einen Kaffee. Ja, das war genau das Richtige. Kaffee und Cornetto, jetzt kann es losgehen. Ich bin inzwischen auf der Hauptstraße. Vom Ort aus wäre es direkt hoch schneller gewesen, aber ich hatte gestern zwei ältere Herren getroffen, die sagten mir, ich soll es so machen, wie ich es jetzt gemacht habe, dann wäre es nicht so steil. Ich bin ja auch gestern zur Chiesa del Rosario hochgekraxelt. Das war schon sehr steil und es ging auch, glaube ich, gar nicht weiter, da waren Treppen. Ja, mal sehen, was jetzt auf mich zukommt. Es sind ein paar Kehren auf der Karte eingezeichnet. So, da sieht man die Chiesa del Rosario. Ich bin jetzt fast auf der Höhe von meinem Hotel wieder. Es ist 9:30 und es kann losgehen. So, hier ist noch eine schöne Kirche. Dann haben wir die jetzt auch noch. Ja. Die Rennradfahrer fahren hier hoch, als wäre es nichts. Ich muss ein bisschen Gepäck und etwas zu viel auf den Hüften mitschleppen. Ja, da unten war mein Hotel. Sieht schon hoch aus, aber ich bin noch lange nicht oben. Da ganz oben ist die Autobahn. Der Kaffee ist noch nicht in den Beinen angekommen. Ja, die sind noch ganz müde. Und die nächste Kehre. Ja, sollen 4% sein hier. Ist ja eigentlich easy peasy, aber so früh am Morgen muss ich doch immer wieder Pausen machen. Für mich sieht das jetzt so aus, als müsste ich da noch rüber. Vielleicht hätte ich den Zug nehmen sollen. Der geht unter dem Berg durch den Tunnel bis in den nächsten Ort. Jetzt habe ich mir hier erstmal meine Wasservorräte aufgefüllt. Die Leute machen das ja auch. Die kommen sogar mit ganzen Batterien von Flaschen. Das ist zwar jetzt wieder zusätzliches Gewicht, aber trinken ist wichtig. Ja, von da unten bin ich hier hochgekommen. Das sind allerdings nur 200 Meter. Hätte ich jetzt gedacht, dass das mehr wäre. Ja, jetzt habe ich hier oben auf dem Berg zwei Ukrainer getroffen, die in Litauen leben und auf ihrer Tour Geld sammeln für die Ukraine. Die haben einen YouTube-Kanal und den werde ich euch mal unten verlinken. Und das sind die Fahrräder, mit denen sie unterwegs sind. Tolles Setup, so hätte ich es auch gerne. Das ist ein Titan-Fahrrad. And this is aluminium. Ja, und das ist ein Aluminiumfahrrad. Carbon mit Aluminium, ja. Und das Witzige ist, er heißt auch Alexander. Alexander, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Alexei. Alexei. Alex. Ja, und schon sind sie weggezischt. Die wollen heute noch bis zum Ätna. Und wollen da sogar auf 2000 Meter hochfahren. Ich habe ihnen gesagt, da liegt Schnee, aber sie sagten, sie mögen Schnee. Ja, das war ein interessanter Aussichtspunkt. Nicht nur, dass ich die Ukrainer da getroffen habe, sondern es kam auch noch ein Vogelbeobachter, der meinte, dass es hier 20 Spezies gibt, die hier nach Norden fliegen, von Tunesien aus. Der holte sein Fernrohr raus und schaute, ob sie vorbeikamen. So, ich fahre jetzt Richtung Palmi weiter und es geht auch noch weiter bergan. Es ist inzwischen schon fast 11 Uhr. Ich habe mich da jetzt ein bisschen verquatscht.
Aber es war sehr interessant, weil die mir berichtet haben, dass es auf der Strecke nach Norden einige Erdrutsche gibt, die die Straßen unpassierbar machen. Und da muss man wohl Eselspfade nehmen, was die mit ihren Bikepacking-Rädern gut machen konnten, oder eben ein Stück mit dem Zug fahren. So, ich glaube, ich bin jetzt oben, es ist 11:05 und ja, habe ich ziemlich lange gebraucht, um hier hochzukommen. Aber ich habe ja auch eine kleine Pause gemacht. Ja, mal sehen, wie es jetzt bergab geht. Vielleicht muss ich mir da auch eine Jacke wieder anziehen. Ja, das sieht so aus, als wäre ich doch noch nicht ganz oben. Das war ein frommer Wunsch. Jetzt habe ich eine Kaffeepause gemacht und jetzt geht's bergab. Das ist jetzt Palmi. Ich konnte die Abfahrt leider gar nicht filmen. Ich brauchte beide Hände an den Bremsen, es war so steil. Ja, und es geht noch immer weiter runter. Ja, das scheint so die Hauptstraße zu sein hier. Aber das Pflaster ist so schlecht, das tue ich mir jetzt nicht an. Und hier gibt es eine schöne Promenade. Und das ist die Richtung, in die ich jetzt fahren werde. Ich habe mal wieder eine Pause gemacht. Die ganze Tour besteht heute nur aus Pause. Ich bin vielleicht 20 Kilometer weit gefahren und es ist jetzt schon fast 1 Uhr. Aber egal, so soll es sein. Es waren so schöne Ausblicke eben, aber es gab nichts, wo man stehen bleiben konnte. Ja, und jetzt in dieser Einfahrt kann man auch nicht viel sehen. Ja, die Abfahrt gestaltet sich schwierig, weil die Straße so schlecht ist. Ich muss die ganze Zeit bremsen und die Bremsen glühen schon. Ich bin zurück auf Meereshöhe. Das ist einerseits sehr schön, dass ich heil hier unten angekommen bin. Andererseits muss ich jetzt den nächsten Berg von ganz unten aus wieder hochfahren. Der kommt bestimmt. Also für die Abfahrten werde ich jetzt versuchen, immer die Nationalstraßen zu nehmen, weil diese Nebenstraßen sind so schlecht, da muss ich immer bremsen. Ich fahre jetzt zurück auf die Hauptstraße, mein Trek geht jetzt auch hier lang. Wie gesagt, ich hätte die ganze Zeit da drauf bleiben sollen. Aber man weiß es ja vorher nicht. Ich komme jetzt nach Gioia Tauro. Und hier gibt es einen Containerhafen. Und ein Stückchen weiter da hinten. Ich denke, dass es jetzt erstmal industrieller wird. Ich bin jetzt eine ganze Weile auf dieser Hauptstraße gefahren, die mich an den Industrie- und Hafenanlagen vorbeigeführt hat. Die Landschaft war nicht so interessant, aber Hauptsache nicht durch den Hauptverkehr. Und jetzt komme ich nach Rosario. Ja, das ist ein Schnellzug hier. In Italien gibt es ja sogar Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ich weiß nicht, ob die bis hier runtergehen, aber man kommt ziemlich gut durchs Land damit. Die Stadt heißt nicht Rosario, sondern Rosarno. Und ich hoffe, dass diese Straße mich halbwegs außenrum führt. Ich bin jetzt unvernünftigerweise wieder auf eine kleinere Straße abgebogen nach Rosarno. Bin durch die Stadt durch oder dran vorbei. Aber die anderen Straßen führten alle zu weit nach Osten von der Küste weg. Deswegen habe ich jetzt die hier genommen. Mal sehen, wann dann der nächste Berg kommt. Es ist sehr diesig. Es ist irgendwie stickig. Und irgendwie ändert sich das Wetter, glaube ich. Heute Morgen musste ich kurz an der Rezeption warten und da lief der Fernseher und im Wetterbericht war irgendwas von der Maestrale die Rede. Ein großer Wind, der von Westen auf ganz Italien trifft. Ich weiß nicht, ob damit der Mistral gemeint war. Ja, das
Das erwartet mich jetzt auf jeden Fall. Hello? Hello. Hello. You're from States or England? States, yeah. Ja. So, jetzt bin ich hier in eine Gruppe Amerikaner geraten, die auf dem Weg nach Prag sind. Da war ich ja letztes Jahr. So, jetzt wird es endlich wieder schöner hier. Im Moment geht es auch bergunter. Da kann man dann die Schönheit auch genießen. So, jetzt hoffe ich, dass ich da nicht hoch muss. Aber ein Stückchen muss ich hoch. Ja, jetzt bin ich schon wieder ganz schön hoch und durch diese Ebene bin ich gerade gefahren. Meine Güte, es wird warm. So, das ist mir jetzt zu steil hier. Oh ja, das war steil. Das steilste Stück auf der ganzen Tour bisher. Ja, und jetzt geht es nach Jopolo. Wahrscheinlich auch noch mal hoch. Und ich habe dann im nächsten Ort erst eine Unterkunft. Und da liegt noch ein richtig fetter Berg dazwischen. Oh je. Es sollen jetzt noch 14 Kilometer sein. Aber die werden es in sich haben, will ich bis heute Abend brauchen. Mal schauen, ob die einen Schokoriegel für mich haben. Oh, nice to meet you. Wow, that was... Wasn't that brutal? I had to push. So, ich fürchte, ich muss da vorne gleich noch mal über den Berg. Aber es geht jetzt nicht allzu weit runter. Die Amerikaner haben mich aufgeklärt, dass das hier der Eurovelo 7 ist. Anscheinend geht es nicht da rauf in den Ort. Wir werden es sehen. Freundlicherweise geht die Straße da um den Berg außen herum, aber bis dahin geht es auch erst noch hoch. Kleiner Überblick, wo ich jetzt bin. Da vorne ist dieses Flachland, durch das ich eben gefahren bin. Dann bin ich über den Berg da rüber nach Jopolo. Durch diese Rampe da hoch. Ja, und jetzt bin ich hier. Diesen Bergen. Hier ist mein braves Fahrrad. Ich muss sagen, ich kann nicht mehr. Zum Glück habe ich gerade noch an der Tankstelle braunes Zuckerwasser getrunken. Sonst wäre ich hier nicht mehr hochgekommen. Ja, es ist jetzt Luftlinie bzw. Straßenstrecke nicht mehr weit, vielleicht 10 Kilometer. Aber ich weiß nicht, was diese 10 Kilometer noch an Überraschungen für mich haben. Wir werden es sehen. So, auch dieser Berg wäre jetzt erklommen. Ist nur die Frage, ob es das jetzt war oder ob wir noch mal ganz runter gehen und wieder rauf. Mal schauen. Ja, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt geht es hier in Serpentinen auf einer Nebenstraße, die sehr, sehr schlecht ist bergab. Da muss ich, glaube ich, wieder sehr viel bremsen. Es sind wohl heute Abend die Bremsbeläge fällig. Aber es ist wunderschön hier. Ich kann mich nur nicht darauf konzentrieren. Im Notfall muss ich runterschieben. Das habe ich in Albanien auch gemacht, als es mir unheimlich wurde. Ja, wenn man die Bremse loslässt, dann kriegt man gleich so einen Speed drauf und hagelt dann volle Power da in solche Schlaglöcher rein. So, jetzt geht es hier nochmal hoch. Das schiebe ich aber. Ich bin auch gerade voll in so ein Schlagloch reingefahren. Ich habe vorne in der Tasche einen Imbus
um die Kamera festschrauben zu können. Den hat es mir rausgehauen. Naja, solange es das ist, ich habe ihn wiedergefunden. Also das war eine sehr steile Abfahrt. Also die Armen, die andersrum fahren und da rauf müssen. Ja, jetzt konnte ich meine Unterkunft nicht finden. Bin da sehr lange rumgeirrt, noch an anderen Häusern geguckt, aber es war einfach nichts zu bekommen. Und jetzt bin ich in den nächsten Ort gefahren und habe hier ein ganz schönes Hotel gefunden. Ja, das passiert natürlich immer dann, wenn man spät dran ist und wenn man sowieso schon völlig kaputt ist. Aber so ist das halt, das gehört dazu. So, jetzt gucke ich mal, wie das Zimmer aussieht. So ist ebenerdig. Ich soll mein Fahrrad hier auf den Balkon stellen, aber ich schiebe es gleich rein. Ja, wieder ganz einfaches Zimmer mit allem, was man so braucht. Regendusche, die werde ich jetzt gleich nutzen. Ja, das war wieder ein Abenteuer. Meine Güte, gleich zu Anfang so ein Berg heute Morgen und dann hört es ja einfach nicht auf. So ist das hier in Kalabrien, aber es war trotzdem sehr schön und morgen geht es weiter Richtung Norden. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!